Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Und wir sind hier in China, wie man vielleicht nicht sieht. Es ist ziemlich weiß, weil es ziemlich hell und grell ist und ich vorm Fenster stehe. Aber das habt ihr gestern im Dunkeln gesehen, das sah das crazy aus. Jetzt nehme ich euch mal kurz mit hier, wie das nicht so crazy aussieht in Guangzhou. Was, ist das richtig? Guangzhou. Ihr habt es sofort erkannt, oder? Kleines Dorf hier im Süden von China. Schaffst du das hier rüber? Was ist das? Alter, mit dem Koffer wäre ich jetzt hier wieder am Hängen. Stimmt. Oder mit dem Rollstuhl oder im Kinderwagen. Hey, was meinst du da? Auf der Straße leben. Wir fahren jetzt nicht Metro, wir fahren jetzt Autoscooter. Geil. Ja, los geht es heute und wir haben angefangen, dass wir Metro gefahren sind. Erstmal aus der Stadt ein bisschen rausgefahren sind Richtung Flughafen. Und zum Park, wo wir jetzt hinwollen, fahren wir jetzt mit dem Didi weiter. Vorher gibt es aber ein kleines 7-Eleven-Frühstück. Unspektakulär Schinken und Ei, das ist die Frau Reichert. Du hast Krabbe. Meinst du? Ich habe keine Ahnung, was ich habe. Das 7-Eleven Sandwich. Hast du ja auch. Ja, sieht schon aus wie eine Krabbe, ja. Das ist keine Krabbe, oder? Guangzhou, Sunakland, wir sind angekommen und sonst noch keiner irgendwie. Dead Trousers hier. Riesenrad fahren wir nicht, da sind keine Gondeln dran. Müssen wir gucken, wo wir jetzt hier Tickets kriegen. Weil es gibt links und rechts Ticket-Booths. Aber man kann nicht sehen, ob die auf sind oder nicht, weil die nach außen weggedreht sind, wenn man mittig davor steht. Vielleicht gehen wir auch dahin. Wir gehen da vorne und das sieht gut aus, ja.
So, es werden erstmal Fotos gemacht und wir sind jetzt schon mal durchgegangen. Dueling Dragon, das ist der Grund, wofür man hier hinkommt. Und diese Achterbahn ist von Intermediate Amusement Rides. Das sind 2 Achterbahnen. Sit Down und Suspended, die beide sich quasi eine Backbone teilen und zusammen fahren könnten. Was sie, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, nicht mehr machen. Und nicht, dass sie sogar nicht mehr gleichzeitig fahren, wofür sie mal gebaut wurden oder ähnliches, sondern die fahren tageweise versetzt. Heute fährt eine Seite, so wie ich das verstehe, die grüne, Suspended. Und morgen dann wahrscheinlich theoretisch die rote, die Sit-Down-Seite. Total dämlich. China, danke für nix. Aber damit fangen wir an. Das ist so der Grund, warum man den Park hier auf jeden Fall besucht. Und um 11 Uhr macht diese Bahn erst auf. Der Park macht um 9 Uhr auf. Ich hätte gestern nachgeguckt, da stand im Internet, dass der Park um 11 Uhr erst aufmacht. Das ist nicht richtig. Aber die Bahn erst um 11. Also einige Sachen um 9, 10, 10:30 Uhr und das als letztes um 11 Uhr. Ja, das ist aber auch in einer Viertelstunde, in 13 Minuten. Der sonst nicht. Alter! So, der ist weg hier, Junge! Der ist weg! Guten Morgen! Der ist aber aus der Wand. Jo, der kommt gar nicht klar gerade. Der hat seine Hände gerade angeguckt. Was ist das denn? Leute, ey, was geht hier wieder ab? Wilde, wilde, wilde Sachen. Wir sind jetzt gerade Dueling Dragons gefahren, oder Non-Dueling Dragon, weil es ja nur eine Seite gibt, die aktuell fährt. Spannenderweise haben wir vorne bei geschlossener Attraktion etwas mit Rot übersetzt. Also Google hat das mit Rot übersetzt, aber grün ist geschlossen. Finde ich okay, weil die Sit-Down-Seite ist die rote Seite, die ist mir auf jeden Fall lieber zu fahren, statt die Suspended. Natürlich, nachdem wir jetzt eine verdammt gute Achterbahn gefahren sind, würde ich die andere Seite auch gerne fahren. Und man kriegt das hier auch nochmal vorgeführt, was man nicht bekommt. Und zwar diesen Zug hier.
Die Züge sehen richtig scharf aus von vorne, mit so einem Drachenbeide vorne dran. Und wie gesagt, starten die untereinander und teilen sich eine Backbone mit einem Shuttle-Lounge und einem Spike. Und dann geht es gemeinsam in den Looping sogar. Das muss, glaube ich, ziemlich cool ausgesehen haben. Und dann trennt sich die Fahrt und man duelliert ein bisschen. Das ist übrigens der wunderschöne Ausgangsbereich hier. Das denke ich mir nicht aus. Hier ist dann, hier wächst wilder Wein aus Kunststoff. Das ist sehr schön und man muss hier auch so ein bisschen auf seinen Kopf aufpassen. Ja, das ist eine positive Überraschung. Wir haben jetzt aber für 3 Dispatches 35 Minuten gebraucht. 2 davon haben wir aber mitgenommen und sind einmal in der ersten und einmal in der letzten Reihe gefahren. Was eine knackige, gute Kiste einfach. Wirklich sehr schöne Achterbahn. Sehr viele positive Gs, die aber voll okay sind. Die Operation ist ganz schlimm. Sie ist jetzt hier gerade noch mal Leute am Scannen, Leute am Sammeln, Leute werden nach oben gelassen. Das ist wirklich sehr wild und durcheinander. Hallo! Die nicht mitfahren, eine Warte-Area. Und jetzt bei der zweiten Fahrt von uns, die Jungs vorne, die hat es auf jeden Fall umgenietet. Also viele, die weiß. Ja, aber der im Gelben, der war ganz am Anfang, der hat noch vorm Lounge, hat er sich noch umgedreht, uns angeguckt und dann war vorbei. Also der Spike kam und dann war er weg, aber richtig weg. Und der kam so zweimal zurück und hat sich der Körper wohl gedacht, oh, nee, hier mache ich nicht mit. Und in der Schlussbremse, guten Morgen. Ja, Knallerbahn, sehr schade, dass das hier so doof gemacht wird, dass die nicht mehr zusammenfahren. Geschweige denn an einem Tag gemeinsam irgendwie oder whatever. Ja, es ist, Alter, es ist so laut, ne? Es ist so anstrengend. Also die Schulklassen, die sind wirklich, ich beschwere mich nie wieder über amerikanische Schulklassen, weil das ist eine Lautstärke und eine Tonhöhe, die ist nichts für mich. Das ist wie bei Disneys große Pause, die Kindergartenkinder. Ja, wenn du da über den Zaun geworfen wirst, ist es vorbei mit dir. Ja, schöne Bahn, ey. Schade, aber schön. Ich stelle mich dahin. Also es ist ja wirklich, die Bahn ist wirklich sehr, sehr intensiv. Auch im Hintergrund, ganz hinten war es jetzt noch mal extremer. Ich werde gerade von allen möglichen chinesischen Mädchen begafft. Also ich kann verstehen, dass die kleinen chinesischen Kinder das nicht aushalten. Ne? Und dann noch so ein Klima hier, also das ist schon ordentlich. Ne? Ja! Ein Fanclub. Once more, you open the... Welche Stütze machen wir da? Okay, die Stütze ist eigentlich für da, aber der Support ist für da. Und das ist auch, Mann, was gab's da für Streitigkeiten? Boah, lässiger Rocker-Typ. Ist jetzt hier rein oder ist das da rein? Da ist hier rein, ne? Und dann da? Ja, da, guck, auch voll versteckt. Leute, ich weiß nicht, ob ich jemals sowas Schlechtes gefahren bin. In Arthur im Europapark irgendwann durch seine Starallüren abstürzt und Crack und Heroin sein Leben bestimmen. Dann sieht das so aus.
ist auch kein Bild mehr. Das ist ja nicht wahr, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Als ob ich jetzt hier ankommst, hier unten. Hey, jetzt frei? Jo, wir kommen jetzt gerade raus, ihr habt es gerade gesehen. Es gibt ein paar Einschränkungen. Ab 1,20 in Begleitung, ab 1,40 alleine bis maximal, Achtung, 1,84 Meter dürft ihr diese Bahn fahren, die irgendwas mit Garden Fantasy heißt. Sie heißt einfach nur Garden Fantasy. Und 90 Kilo Max. Der hat zwar da eine Küchenwaage stehen, aber er hat nur gefragt, ob es okay ist, wenn er fragt, wie viel ich wiege. Klar. Wenn es okay ist, wenn ich lüge. Ja, das ist so ein, die haben Arthur gesehen und haben das irgendwie kopiert, aber dabei nicht den Kopf benutzt. Weil so eine Moving Station hat einen Grund und nicht der, dass das Fahrzeug stehen bleibt und der Boden weiterfährt und dann jemand die Bügel kontrollieren kommt. Bei so einer Bahn sein Gepäck mitnehmen habe ich auch noch nicht erlebt. Auch spannend. Und das Ganze ist natürlich powered. Aber dann das letzte Stück, dann hört diese Schiene auf und dann fährt das Teil frei. Damit ist aber auch eine waschechte Achterbahn, keine Powered Coaster Grauzone. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich hätte gedacht, wir gehen mal kurz in die Ecke für einen Off-Ride. Aber gestaltungsmäßig ist das wirklich das Unterirdischste. Da bewegt sich nicht, es hat keinen Ton. Die Bilder stehen, also bei den Screens. Oder es ist der ja, Bearbeitungsmonitor, wo die Maus noch ist, wo man die verschiedenen Screens aussuchen kann. Das war einfach durchgehend schlecht, unglaublich schlecht. Da fallen mir nicht mehr viele Worte zu ein. Ich habe es ja gerade gesehen. Also das reicht, glaube ich, auch dazu. Sind alle gespannt,
Wie ein Flitzebogen. Jetzt haust du den Becher aus der Hand. 1A. Was haben wir denn da? Ich habe hier eine Frozen Melone, habe ich mir hier gegönnt. Kostet 2 Tacken. Oh, das ist lecker. Mit Kernen. Das war ja gerade noch eine Melone. Also es war wirklich gerade noch eine Wassermelone. Ja. Mega, ne? Nice, steht ja auch drauf. Gut, ey. Willst du auch noch einen? Nee, erstmal nicht. Gut. Dafür geht man hier rein. Jo Leute, wir laufen jetzt gerade so ein bisschen durch den Park. Shoot the Cute haben wir gerade schon mal gesehen. Überlegen wir noch, weil es so ein Grauzungenquatsch ist. Aber hier ist ein Turm und es ist ein Rafting, was hier runter, also so eine Schlauchbootrutsche, die von diesem riesen Turm runtergeht. Und das machen wir jetzt, weil das kostet jetzt 39 Won Upcharge, sind glaube ich 5 Euro. Da war so ein Bulli an der Kasse, der wirklich wie eine offene Hose sich gerade benommen hat. Und wir haben so ein Kleinglas, wir haben Spiegelboden. Ach, da ist der Glasboden. Müssen wir das in China machen, sowas? Kriegt man ganz weiche Knie. Ja, das schwankt aber auch, oder bin ich blöd? Boah. Gott. Das ist ja furchtbar. Ui. Das ist echt fies, ey. Und hier ohne Träger. Boah. Boah, das wackelt ja auch, ey. Hilfe, ich geh auf den Stahlträger wieder. Nicht, dass mich das hier halten würde, aber... Ja. Nee, ich stell mir das jetzt nicht Es gibt vor. so Leute, die machen das hobbymäßig. Ohne Glas. Alter Schwede, ey. Wow. Oh mein Gott. Hilfe. Ist das dämlich. Das spritzt ja aber rein. Oh. Oh Gott. Das ist voll viel, was hier reinkommt. Was ist das denn? Oh nee, das hört doch nicht auf. Oh. Wie ist die andere Seite jetzt auch nass? Oh. Oh. Oh Gott, das war sehr viel Wasser. Ich bin klitschnass schon von der Seite. Boah, hier ist noch nasser. Nein. Oh nein. Was ist das für ein Mist?
Ja, das mit dem Boot darunter ist ja grundsätzlich ganz witzig, auch wenn das Layout recht witzlos ist. Ich bin klitschnass von der linken Seite. Die ganze Pup, 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 Pup und 2, 3 Wellen kamen auf. Alter, das ist wirklich sehr viel Wasser. Und ich bin jetzt ein bisschen besser da weggekommen. Der Auslauf unten ist ja richtig fies, ey. Das fließt das. Ja, dann können wir auch den Shoot the Cute jetzt machen, weil da fehlt jetzt nicht mehr viel. Leider gibt es hier wieder nirgendwo ersichtlich diese Plastiküberzieher für die Schuhe. Das fände ich immer sehr erquickend. Nun ja, werden mir ja eh nicht passen. Ja, ist alles in die Schuhe gelaufen. Bei mir. Wenn das mal nicht übertrieben ist. Man bekommt übrigens nur als Kind ein gratis Regencape. Als Erwachsener kann man eins kaufen. Als Bier kann man eins aus dem Müll fischen. Ob das was gebracht hat? Nein. Das ist ja Quatsch. Das ist ja absoluter Quatsch. Es ist ja so absurd viel. In einem Land, wo die es hassen, nass zu werden. Man kann das auch anders bauen. Leute, ihr trinkt aus Pappstrohhalmen zu Hause. Wir trinken aus Pappstrohhalmen, um die Welt zu retten. Ich sag's nur. Pappstrohhalme retten die Welt. Jo, nachdem wir eine kleine Handtrocknung eingelegt haben, sind wir jetzt noch ein bisschen weiter gegangen und zum Disco Coaster, der gerade erst angefahren ist, aber jetzt schon wieder aufhört. Wir hatten übrigens bei dem Arthur-Ding Walk-On und auch bei der Wasserbahn jetzt auch beim Crazy Wave, und wie ist die nochmal, der Shoot the Cute? Crazy Waves. Crazy Waves.
Und wir waren ja First Rider of the Day beim Dueling Dragon und beim anderen Zug wir mussten nur den Zug abwarten, der nach uns war und wieder vor uns war. Das hat sehr lange gedauert, aber dann waren wir auch wieder dran. Das hat sich angefühlt wie Wartezeit, da war aber auch keine. Und jetzt sind wir auch bei der Runde mit dabei, würde ich mal sagen. Trotzdem super anstrengend, ne? Ja. Fahrt war ordentlich, mir fallen immer noch die Ohren ab und wir haben das ja schon oft erzählt, man muss erst sein Zeug holen, dann kommt man aus der Station raus, wenn alle ihr Zeug haben. Das dauert ein bisschen, hier ist ein Vorhängeschloss vor. Da muss dann die Operatorin durch diese Menschenmasse und muss dann da dran und das Schloss aufmachen. Leute aus diesem Land haben es immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Wir schon. Ich weiß auch nicht, wie das, warum wird hier wieder wild krass geballert? Also wirklich, das ist ja hier, Digga, was ist mit euch? Also die Chinesen sind vorbereitet. Ich sag's mal so, die sind nicht auf unserer Seite. Jo, ey. Wann ist hier eine Zirkusshow? Hier gibt es eine Tagada, heißt aber Disco, kein wildes Buchstaben hin und her gedrehe. Aber hier ist so viel Upcharge im Park, ne? Also das Wasserrutschen, was wir gemacht haben, war ja Upcharge. Dann der Zirkus ist Upcharge, die Go-Kart-Bahn ist Upcharge. Also das sind vielleicht auch Standardsachen, die sonst auch überall anders auf der Welt in Parks extra kosten. Aber irgendwie fällt mir das gerade so negativ auf. Weiß ich auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil der Park richtig abgerockt und ranzig ist und super zugemüllt. Stimmt, Pirates of Black Pearl ist auch Upcharge und hier ist nochmal irgendwie sowas wie eine Maze, die auch extra kostet. Alles nicht viel, aber der Eintritt war auch nicht viel, irgendwie ist es gerade doof. Ich muss natürlich noch was erzählen, werde ich hier Selfies wieder mit ganz vielen Leuten machen und Uschi auch. Und zwar sind echt viele Sachen hier auch geschlossen. Irgendwelche großen Gebäude, wo irgendwas mal drin war, wo man keine Ahnung hat, was da mal drin war. Das ist ein bisschen schade auch. Passt so ein bisschen zu dem gesamten Erscheinungsbild des Parks. Und ich glaube, wir sind sogar jetzt einmal rum. Wir sind jetzt beim Temple KFC wieder angekommen, was gegenüber von Dueling Dragon ist.
Dragons, Non-Dueling Dragons. Man muss den neuen Namen etablieren, bis sie selber wissen. Aber das ist schon ein geiler KFC, oder? 47,90 für so ein Bucket. Ist aber auch geschenkt, oder? Bin ich blöd? Ich bin nicht blöd? Nee. Habt ihr gehört? Gut. Ich finde, das ist eine angebrachte Science-Sound-Lautstärke. Warum nicht? Hier ist nix. Keine Show, nix weit und breit. Irgendwo da hinten ist wohl was. Aber es ist so laut, ich sehe noch nicht mal mehr was. So, meine Freunde, wir sind alle Possible Counts gefahren, also Possible Full Count. Und ja, jetzt sollten wir vielleicht mal was zum Mittag uns gönnen. Oh, lecker. Was hast du da? Du hast da Nudeln. Ich habe Nudeln. Udon-Nudeln. Würmer. Muss das nicht dahin halten? Ich habe einfach einen Eimer mit Spießen und Wasser unten drin. Wiggle, wiggle. Gebrüht, oder? Ja, ist alles nur gekocht. Ich weiß nicht, was das alles ist. Typisch Bro. Das ist bestimmt Fisch, oder? Oder Teig. Salzwasser. Das ist alles wirklich nur matschig, ne? Ja. Keine Ahnung. Nein. Gemüsebrühe. Was ist das eigentlich für ein Churro? Alles gleich? Schmeckt alles gleich? Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Auch aus der gleichen Matsche. Das schmeckt ja enttäuschend, oder? Da ist gar nichts los. Schmeckt Das einfach. ist auch enttäuschend. Echt? Ja, weil also die Nudeln, die schmecken gut, aber das ist viel zu viel von dieser Soße. Das schmeckt irgendwie dann alles so nach, ja, wie hier alles schmeckt, ne? So dieses Soja. Und ich hätte die jetzt lieber einfach irgendwie ein bisschen gesalzen und ein bisschen in so einem Sud, aber das ist halt wirklich extrem viel, ne? Also das ist ja nur komplett braun. Ich kann den Sud hier noch reinschütten. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber nicht zusätzlich. Ja, schade. Erstmal, dass wir enttäuscht sind vom Essen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die dies durch die Aussetzung dieses Projekts verursachen könnte. Es ist ein Simulator hier, 3D-Simulator, Dynamic Platform Virtual Special Effects mit kleinen Kürbissen. Es geht aber, glaube ich, um Oktopusse, aber auf jeden Fall ist der hier, glaube ich, schon länger zu.
Ja, also eine weitere große Halle mit einer geschlossenen Attraktion. Die ältere Dame davon muss jetzt mit ihrer Bluse aufpassen, dass Uschi die nicht umtackelt und klaut, weil die so schön findet. Fragen, wo die her hat. Ja, genau. Aus China. Und ja, Exit, es geht nur. Amusement Park Exit ist durch den Shop. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Wie lange bist du denn hier schon auf dem Kanal unterwegs? Das ist ein VR-Simulator. Aber ich weiß nicht, ob der noch betrieben wird oder... Nee, ich weiß nicht. Ich möchte es auch gar nicht wissen. Das ist auch der Shop. Ist das dann Garfield Ride? Ja. Das ist ja witzig. Warum ist das ein Garfield Exit Shop? Der ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, ne? Ja, das erste Mal, dass uns Garfield über den Weg läuft, ist hier im Exit Shop. Wir sind nämlich jetzt durch. So wie auch der Park durch ist, wie man sieht. Diese Frau macht betroffen. Ja, so wie der Park. Wie viele dieser schlechten Vergleiche wollen Sie noch anbringen? Ja, also ich werde auf jeden Fall nicht nochmal wiederkommen, um die andere, also bevor nicht was Neues passiert, um die andere Seite von Non-Dueling Dragons zu fahren. Was natürlich unfassbar schade ist. Aber wir sind jetzt hier durch, immer noch nass. Das Wetter zieht sich zu und wir sind ein bisschen außerhalb. Es könnte sein, dass wir wahrscheinlich jetzt keinen Sidecount mehr mitnehmen. Wir müssen auch erstmal hier wegkommen und das, wie gesagt, das Wetter. Also gab auch gerade drin irgendeine Durchsage, die ernst klang. Schauen wir mal, ob wir das überleben.なんて時代遅れと笑うけど僕ららしくていい離さないと誓うよ先読みなんてもう終わりにして僕の手を握って少し切ないそれもまた無勢な胸味 Your eyes tell me everything I need Your smile 笑い合えたら宝物だねHaben sie so Ledinger. Wow, intensiv. Und das Geilste hier. Schokoeis. Sparkling Ice Tea. Man klickt einfach auf die Station, wo man hin möchte. Man klickt einfach auf die Station, wo man hin möchte. Man klickt einfach auf die Station, wo man hin möchte. Man klickt einfach auf die Station, wo man hin möchte. Hä? Ist das jetzt so richtig? Welche Station habe ich gedrückt? Weiß ich nicht. Kostet auf jeden Fall 6. Ja, das passt, ne? Ja, mal sehen.
Jo, wir haben eigentlich gedacht, wir könnten noch irgendwas mitnehmen, was Kleines heute. Aber irgendwie haben wir im Park irgendwie länger gebraucht, als wir das uns vorgestellt haben. Und haben auch bei der Fahrt jetzt irgendwie noch mal voll viel Zeit verloren. U-Bahn fährt halt auch schon ewig. Wir haben die sind wir auch ein gutes Stück gefahren. Jetzt sind wir wieder nach elendlangem Fußmarsch an unserer Station, wo wir eingestiegen sind. Das ging auf dem Hinweg auf jeden Fall einfacher. Aber wenn einmal in der U-Bahn den falschen Ausgang ist, das auch verloren. Ja, ey, ich bin froh, wenn das mit diesem Gehupe aufhört. Ey, das ist wirklich anstrengend und nervig. Es bringt denen allen ja auch nichts. Aber wirklich den ganzen Tag durchgehend ununterbrochen, wie man das irgendwie wenn du so einen Soundfall Großstadt dir runterlädst, wie das da klingt, so klingt das wirklich die ganze Zeit. Halt die ganze Zeit. Und nicht irgendwie, um mal was zu untermalen. Das als kleines Update und erstmal unter die Dusche springen und vor allem die nassen Sachen loswerden, weil bei der Luftfeuchtigkeit, die hier ist, trocknet das Zeug halt auch nicht vernünftig. Frisch geduscht, umgezogen und mal kurz aufs Stressgen und erstmal eben schnell was trinken und dann wollten wir mal losziehen in den Po-Park. Das ist die Mall hier nebenan. Ja, wir sind ein bisschen Minions. Was ich übrigens noch erzählen möchte, ist, dass wir unter anderem ich mir gedacht habe, einen Park zu machen, der einen B&M Wing Coaster hat, der einen Mug Rides Water Coaster hat und der einen Mug Rides Super Splash hat, wo diese zwei riesen Steinkunstfelsen Walrosse links und rechts neben dem Drop sind. Ja, habe ich auch geguckt. Der ist auch nicht, in Anführungsstrichen, nicht so weit weg von hier. Das wäre eigentlich realistisch. Aber da habe ich eine Sache nicht beachtet, weil wir uns hier nicht vorbereitet haben und nicht geplant haben. Und zwar liegt dieser Park in Macau. Und Macau ist eigentlich China und eigentlich auch nicht. Und man darf als Inhaber des deutschen Reisepasses auch in Macau einreisen. Visum at Arrival, also wenn du einreist, dann beantragst du quasi das Visum. Das kostet sogar 11 Euro. Normalerweise ist, wenn du irgendwo einreist wenn du so eine Karte ausfüllst, hast du Visum at Arrival für 90 Tage. Und das ist jetzt auch nicht das Problem. Die 11 Euro hätten wir jetzt noch zusammengekriegt. Aber wenn man aus Macau nach China reist oder weiterreist oder whatever, wir würden dann nach China weiterreisen, wenn wir zurückkommen, ist eine Gelbfieberimpfung nachzuweisen. Ich habe weder einen Impfpass dabei, noch eine Gelbfieberimpfung. Das ist schlecht. Und da wir jetzt nicht von Macau aus irgendwie weitermachen in ein weiteres Land noch auf dieser Tour, lassen wir das lieber und gehen dieses Risiko nicht ein. Meine Knöchel sind übrigens komplett zerstochen. Das ist das Einzige, was hier noch so ein bisschen frei ist und was ich vergessen habe einzusprühen mit Anti-Mückenspray. Das ist echt krass hier. Also das habe ich so auch noch nicht gehabt. Und ja, also diese Bahn werden wir jetzt leider nicht fahren. Wir haben aber für morgen einen Stop, wo es laut Coaster Count 10 einzutragende Bahnen gibt. Das ist auf jeden Fall wild und viel Blödsinn dabei. Das seht ihr morgen, wir sind auch noch nicht durch, denn wir gehen jetzt gleich noch, wie gesagt, in den Po-Park und gucken uns hier noch so ein bisschen um und genau, das schon mal Stand der Dinge als kleines Update. Und wenn wir schon so gemütlich hier sitzen mitten in China, Visa oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich zeige dir das auch nochmal. Visa, ja. Nicht geschrieben wie die Kreditkarte. Grüße gehen raus nach Gölle. Es gab ein kleines Trinkgeld auf PayPal. Vielen lieben Dank dafür. Das ist zwar kein Kölsch, aber nicht weniger unlecker. Und vielen Dank dafür und für den Support. Und ja, wir trinken jetzt auf dich hier in China, in Guangzhou. Stark.
Leute, Huawei. Kennt ihr, ne? Von Handys. Kennt ihr doch. Kennt ihr. Hier, haben die Handys, ne? Die brauchen Handys. Aber die machen auch Autos. Und das ist alles ein Laden. Ich lieb's. Also das ist wirklich krass. Das ist der Huawei-Laden in der Mall. Handys sowie Autos gleichzeitig im gleichen Laden verkauft. Wie geil ist das denn? Das ist ja unglaublich cool. Und wie beim LKW, Kameraspiegel. Hier drin und dann auch da. Deja. Was ist das denn für ein Kombi? So, ne, Handys, Autos. Aber du kannst ja auch direkt die Felgen aussuchen. Hast du schon gesehen? Das ist ein Scheinwerfer, du. Leute, das ist echt crazy gerade. Ich verbrenne mir den Arm. Ja, du kannst ja runterstellen. Ja, hier ist der Schwamm. Guck. Das ist, also ich hatte heute Schwamm. Und das hast du gesagt, das ist ekelhaft. Ich lasse es noch ein bisschen drin. Meinst du, das ist ein Darm? Ich weiß es nicht, ich kann mir das vorstellen, weil das auch so eine Beschaffenheit hat, die Struktur. Ich mache mir hier mal die Nuggets rein, ja. Das ist mein Game. Und so viel Zeug rum. Das könnte wirklich ein Darm sein. Ja, oder? Tja, die werden, glaube ich, nicht weicher. Also gestern meine Kartoffeln auch alle hart. Okay. So, dann ist jetzt hier noch das Frühstücksfleisch. Ah jo, das sieht auch aus, als ob es gar nicht da drin gewesen wäre, ne? Vor 3 Stunden jetzt mit meiner Kartoffel beschäftigt, die da wieder rauszukriegen. Das geht aber klar. Ja? Ja. Ja, schmeckt so ein bisschen wie Schinkenwurst oder Bockwurst oder so, ne? Ja, gönn dir mal. Also man musste auch irgendwie diese Mengen aussuchen bei zu zweit. Und wir haben schon überall das Nicht-Abcharge-Zeug genommen. Stimmt. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ach Gott, das ist ja sofort die Farbe weg. Krass. Erwarten Sie noch jemanden? Nee, das ist alles für mich. Ein Schlachtfeld, wie du guckst. Brauchst du ein Huhn? Weißt du damit Kopf, Augen und allem. Ich guck dich noch an. Aber die Füße haben sie abgemacht, weil die immer gesagt, oder? Füße haben sie separat, die verkaufen sie separat, wenn die so lecker sind. Das ist doch miteinander synchronisiert, wenn das. Die sind ja alle. Da hinten die, hier vorne, das matcht ja alles miteinander irgendwo. Ist da noch jemand, der eine Show macht? Nein, ne? Dann gehen die auch wieder alle ab. Wer rechnet denn damit? Bah,
So, wir haben jetzt keine 10 Uhr, ne? Aber der hat schon 15 Minuten Wartezeit. Und dass er auf ist, der Coaster. Irgendwas bricht jetzt ab, wir werden alle sterben. Toller Park, oder? Chuan Lord Holiday Manor oder Chuan Lord Leisure Expo Garden. Oder Kackhaus. Neue Gang? Damit werden hier übrigens die Bügel aufgemacht. Davon gibt es so viele, dass sie verteilt werden inzwischen, aber irgendwie ist einer kein Besitz. Das sind gut. Gibt hier nur eine Stationsdurchfahrt mit Vollspeed. Lauf mal hier rum.